Und damit herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie's The ABC Murder. Murders? Murderer? Ich weiß es immer nicht. Ich glaube, es ist Murders. It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. Oh, wahrscheinlich für den Verlobten von ihrer Schwester. Die ist ja jetzt wieder frei. Hat sie Glück gehabt. Ich glaube nicht, dass sie um ihre Schwester trauert. Ich glaube eher, dass sie... Das ist also... Ich weiß es nicht. Das wird uns Hercule Poirot sicherlich gleich sagen. Intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? Na, so wie sie nämlich vorhin geguckt hat, nicht. Ich glaube, sie mochte ihre Schwester nicht besonders. They made the perfect couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and he... Well? He's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. Ja, ich glaube nicht. Donald appeared to be very much in love with your sister. Yes, he was mad about her. Mad, you say? Being madly in love can often be destructive, and Mr. Fraser was known for being jealous, I believe. No more than average. Men are always slightly possessive, especially when they are with a pretty woman. Mhm. Beschuldige ich sie zu lügen oder bitte ich sie mit mir zusammenzuarbeiten? Ich beschuldige sie zu lügen. You are a poor liar, Mademoiselle Bernard. Excuse me, Mr. Poirot, but I do not see why you are interested in our humble little crime. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man. Slightly reserved, too, and as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago, but they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day. Well? He'd commit murder. Ja, das wäre aber zu einfach. Wir hatten ja auch schon den aggressiven Alkoholiker-Ehemann im ersten Fall. Ich glaube nicht. Do you think that is what happened? No, Mr. Poirot, I don't believe that. You yourself said he may be a recidivist madman. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very good, Mademoiselle Bernard. Thank you for your help. Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. And don't be too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. Ups, das wollte ich eigentlich nicht wegklicken. Ich wollte eigentlich laufen, aber okay. Was hatte Betty an ihrem Abend vor? Sie wollte Party machen. Ging häufig aus, hatte wahrscheinlich eine Verabredung mit jemandem. Wahrscheinlich eher so dann. Genau. Sie hat eine Verabredung mit einem anderen Mann. Ich vermute schon. Ich vermute, es war der um kurz vor ihrem Feierabend kam, um was zu trinken. So, hey, ich komme dann kurz vor Feierabend. Dann, ne? Hat er was getrunken. Sie hat Kassen fertig gemacht oder was auch immer zugeschlossen. Dann sind sie zusammen zum Strand gegangen.
Oder auch nicht. Der Mann hat Betty verführt, bevor er sie zum Strand geführt hat, wo er sie dann erdrosselt hat. Okay, hätte auch von hinten passieren können, Let us aber now gut. try and get our brain cells to work. Das finde ich jetzt nicht unbedingt, aber... Was versteckt sich hinter Megan Barnards Verhalten? Na, Eifersucht. Hat eine Schwäche für Donald. Also das erkennt man. Hatte Megan Barnard ein Motiv, um ihre Schwester zu ermorden? Sie ist intelligent. Das ist kein Motiv. Wer zur einzigen Erbin wäre ein Motiv, aber nicht wirklich. Ging den Donald mit anderen Männern aus? Tja, sie war sauer, oder? Ja. So nach dem Motto, du hast den Mann, den ich gerne hätte, und dann weißt du ihn noch nicht mal zu würdigen. Okay. Ah, jetzt kann ich gehen. Wir haben aber eine neue verfügbare Frage. Was versteckt sich hinter... Ist das wieder weg? Was versteckt sich hinter Megan? Ah ne, das haben wir schon geklärt. Okay, hatte Donald ein Motiv für den Mord? Das werden wir jetzt mal überprüfen, indem wir zum Ginger Cat Café, hieß es so? You've seen Fraser, Hastings. What is your feeling? He's a big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. Bien. Megan Barnard said he is a reserved character but with a nasty temper. We will see if this is the case. Okay, jetzt muss ich wieder dahin zurücklaufen. Mal gucken, wie oft ich aus Versehen den falschen Hotspot anklicke. Bis hier runter. Sie haben neue Miniaturansichten gewonnen. Die Ermittlung klärt sich auf. What? Keine Ahnung. Gehen wir mal rein. Ginger Cat Restaurant. Oh, ich dachte, das wäre ein Café. Ups. Das muss dann wohl der How do you do, Mr. Verlobte Fraser? sein. You're Hercule Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Yes. I know that it may not be the right time, but I would like to ask you a few questions. Dann schauen wir doch mal. This man looks suspicious. Na gut, der hat gerade erfahren, dass seine Verlobte umgebracht wurde. Aber gut, wenn er Augenringe hat, dann schläft er auf jeden Fall schon seit ein paar Tagen nicht gut. Und er trinkt... Donald Fraser is in a terrible state. Ja, wollte gerade As if sagen. he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. Das sieht nicht gut aus für ihn. Leave me alone. Das geht leider nicht. Tell me that it's a mistake. That Betty isn't dead. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened. Fragen, ob er Betty gestern Abend gesehen hat. Fragen, was geschehen wäre, wenn sie auf ihn gehört hätte. If she had listened to you, she would still be alive. Should I take that to be a confession? With that sort of thinking, you must send a lot of innocent men to prison. Under different circumstances, I might even find you amusing, Das wollte ich damit eigentlich sir. nicht fragen, aber okay. It's no time for amusement, Mr. Fraser. It is time to find your fiance's killer. Did you know what her plans were for the evening? She said she was having dinner with her sister. Yet, Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser. I didn't know. Right. May I ask you what you were doing yesterday evening? I spent the evening working. Your colleagues can confirm this? No, I often take work home with me.
Therefore, you have no alibi, Mr. Fraser. That's right. But that doesn't make me a murderer, Mr. Poirot. Da hat er I would recht. like you to leave now, please. Aber es deutet halt auch einiges andere auf ihn hin. Ah, I knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes, he's all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Okay. Dann schauen wir doch mal. Hatte Donald ein Motiv für den Mord an Betty? Er war verliebt und sie ging mit anderen Männern aus. Das ist wohl kein Motiv. Ein Motiv. Motiv ist ja ein Grund, warum er sie umgebracht haben kann. Geflochtener Seidenschal, keine Ahnung, was es für ein Motiv sein soll, ging häufig aus. Das könnte ein Motiv sein, aber Spuren am Hals kann kein Motiv sein, weil sie hatte Spuren am Hals und deswegen wurde sie umgebracht. Ergibt keinen Sinn. Wurden vorsätzlich vom selben Mörder begangen. Donald hat kein Alibi, war ein gewalttätiger Mann. Das hat halt alles nichts mit Motiv zu tun. Okay, dann ist es vermutlich nicht korrekt übersetzt. Was könnte es denn sonst heißen? Wahrscheinlich halt, keine Ahnung, hätte er sie umbringen können oder irgendwie sowas. Deswegen vermutlich... nee, auch nicht. Wenn ich die beiden hier kombiniere, war gewalttätig und hat kein Alibi, auch nicht. Dann probiere ich mich jetzt halt hier durch, weil ich, so wie ich argumentieren würde, das Spiel das offenbar nicht akzeptiert. Aha. Ging häufig aus und war ein gewalttätiger Mann, statt ging häufig aus und er liebte sie. Ich habe gerade nicht gelesen, was da stand, weil das Spiel einfach weitergemacht hat. Cool. Hat Donald ein Alibi? Nein. Er hätte am Strand sein und Betty ermorden können. Hatte Donald ein Motiv für alle Morde? Was hat es damit zu tun? Er hat vielleicht Betty ermordet, aber er hat kein Motiv an den Mord. Er hat auch nicht ein Motiv nicht... Er hat auch kein Motiv für den Mord an Betty. Zumindest nicht nach der Logik des Spiels. Was soll denn das? Okay, wo muss ich hin? An den Tatort zurückkehren. Okay, dann raus. Also bisher bin ich ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es nur an der Übersetzung Fraser liegt doesn't oder have an nicht, alibi and aber he's extremely jealous. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Jap to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. okay. Dann tun wir doch mal genau das. Ich bin gespannt. The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. Was? Ändern Betty? Fortschreiten? Wieso ändern Betty? Fortschreiten, sie waren ja in Hütte 6, aber was? Ändern Betty? Both of them walk slowly to hut number 6. Er hat sie ja noch nicht angegriffen, sie hat ihr Zeug noch eingeschlossen. Also ändern? Oh, change! Miss Betty oh, enters the hut. Hm. She leaves without her belongings. Then she hides a coat. Ich bin mir ziemlich sicher, da stand im Original Change für Kleidung wechseln. Okay, sie sind noch ein Stück weiter gegangen. They keep walking. Then she removes her belt. The murderer moves behind her
and then attacks her by surprise. The body falls, lifeless, on the sand. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Hey! Und dann hat er den ABC-Guide auf sie draufgelegt. Das dürfen wir nicht vergessen. Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by signing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. Okay, das heißt, wir suchen wieder nicht weiter nach irgendwelchen Indizien oder so, sondern gehen. So wie beim ersten Mal auch schon. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lang dieses Spiel ist. Wenn wir jetzt schon bei B sind und es wirklich nur 3 Morde geben sollte, dann haben wir schon die Hälfte hinter uns. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Taxi! Dass sie die ganze Zeit mit laufendem Motor There stand. is nothing more for us to do here. Unglaublich. Das ist echt verschwenderisch, Freunde. Macht den Motor aus, wenn ihr wartet. Jap has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Poirot, I have a bad feeling. Der nächste Brief. Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. Er leugnet, dass heute der 30. ist oder nach dem Datum fragen. By the way, Hastings, what day is it? Well, looking at the calendar, it's the 30th. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Welcher Briefträger stellt denn um 22 Uhr noch Post zu? The fuck? Okay. Dann rufen wir mal schnell Scotland Yard an. Das ist sehr weird. Also Post, ich meine, dass es vielleicht noch früher Abendpost gab, okay. Dass man sagen kann, es gab morgens einmal kam der Postbote und abends einmal, weil halt nicht so viel Briefe auszutragen war. Da konnte man das mehrmals am Tag machen. Aber um 22 Uhr, da schlafen viele Menschen ja schon, dass dann da nochmal Post zugestellt wird. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hello, Jap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Tatsächlich, Abendpost um 22 In Uhr. Churston. Today. Die Briten haben echt einen an der Waffel. I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. Was? I'll check the train times. Müssen wir jetzt den ABC-Guide nehmen? Bexillancy, Sussex. Population 24,703. Okay, ich hätte es gerne umgeblättert, aber gut, dann nicht. Hastings Hunting? Okay, Hastings das ist ein Fotoalbum. Fotoalbum. He is very proud of his bag. Ja, es geschieht hier gleich ein Mord und wir gucken uns Fotos an. Finde ich gut. So muss das. Warum packt Hastings eigentlich Koffer? Hastings, what you are doing is an absolute disaster.
That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Hastings' order and method are always necessary, regardless of the circumstances. Okay, okay. I'll let you pack them. Bitte was? Ein Rätsel. Or the same. It really is a disgrace to leave your belongings in such a mess. Nicht geschützte Flaschen. Nicht richtig zugedrehte Zahnpasta. Oh, das geht gar nicht. Dann hast du nachher wirklich nur Sauerei. Schlecht gefalteter Schlafanzug. Badehandtuch. Ungleiche Socken. Läuft. Hab schon einen Grund, warum ich meine Zahnpasta und alles mögliche immer nochmal in Plastiktüten pack. Aber die gab's da wahrscheinlich noch nicht. Poirot, you were right. I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. Dann hat er den Brief absichtlich mit der Abendpost no need to hurry. geschickt. We will not be in Churston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Okay, das machen wir aber nicht mehr heute. Das machen wir beim nächsten Mal. Und ja, ich bin dann mal gespannt, weil, wie ja schon gesagt, es ist relativ ungewöhnlich, dass wir so spät gewarnt werden. Das sehe ich auch so. Danke fürs Dabeisein und bis dahin. Ciao, ciao.